Hallo, bei Rein gedruckt möchte ich euch heute mal SolidWorks vorstellen. SolidWorks ist eine Software, die ziemlich oft im technischen Bereich benutzt wird. Gibt es aktuell auch kostenlos bei denen auf der Webseite. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ich von meiner Seite her, ich arbeite sehr gerne mit SolidWorks. Hat viele Vorteile. Einer davon ist, hat eine sehr große Übersichtlichkeit. Man kann technische Zeichnungen aus seinen Modellen ganz leicht erstellen. Und noch einiges mehr. Also ich finde die Handhabung von meiner Seite her besser mit SolidWorks als wie mit anderen Programmen. Selbsterklärend in meinen Augen. Und ich zeige euch einfach mal, wie man beispielsweise einen simplen Winkel mit 6 Bohrungen, sprich auf jeder Fläche 3 Bohrungen erstellt, wo dann noch schön ordentlich verfasst ist. Und wir fangen einfach mal an. Und zwar machen wir hier ein Teil, wählen eine Ebene, am besten die von vorne, bestätigen das Ganze. Und ich nehme jetzt in der Hinsicht Viereck mit 2 Punkten, mache dann einmal so, zeichne noch ein zweites Viereck mit 2 Punkten rein, was dann hier unten ein kleiner Abstand ist, oben liegt es dann gleich auf. Dann entferne ich einfach bloß diese 2 Linien hier. Jetzt mache ich was da ganz Simples, das bemaßen. Ich möchte hier haben 4 mm, hier auch 4 mm, eine Innenlänge, oder machen wir über die Außenlänge von 50 mm, dasselbe hier auch, 50 mm. Und wir tragen das Ganze einmal aus. Und zwar, da gehen wir nochmal zurück, hier war die Skizze, gehen wir hier auf Futures und dann hier vorne das allererste lineales Austragen. Einmal angeklickt und ich möchte das genauso auf 50 mm breit haben, also den Winkel 50 mm breit, und bestätige das Ganze. So, jetzt haben wir hier den Winkel. Wir gehen auf die Außenflächen. Ach ja, kleine Information, wenn ihr ein Teil bewegen wollt, ist es ganz einfach. Und zwar, in der Mitte haben viele Mäuse ein kleines Mausrad. Da braucht man einfach wirklich bloß gedrückt halten. Und dann kann man das Teil so, wie man möchte, hin und her bewegen. Wenn man das Mausrad rausdreht, also die eine Richtung, dann geht das Teil raus. Wenn man es wieder zurückdreht, geht es wieder rein. Jetzt eine kleine Information. Wenn ich jetzt auf der Seite rausdrehe, geht es mittig raus. Drehe ich es wieder rein, verschwindet das Teil. Ja, also da, wo ihr euren Punkt setzt zum Reindrehen, da kommt das Teil wieder rein. Wenn ihr das Teil wieder mittig haben wollt, dann macht einfach eins. Gibt es hier oben so eine kleine Symbolleiste. Und da habt ihr hier in der Mitte Ausrichten, Ansicht. Einmal angeklickt und dann wählt ihr euch eine Ansicht aus, die ihr haben wollt. Und jetzt nehme ich mal die von unten. Die möchte ich jetzt oben zu stehen haben. Ich weiß von meiner Seite her, hier ist die Kante. Kann ich nochmal überprüfen? Ja, stimmt. Also gehe ich wieder zurück auf Ausrichten. Und jetzt mache ich ganz einfach eins. Nehme die Skizze wieder, wähle die Fläche an und sage, ich möchte jetzt hier 3 Löcher haben. Wähle das erste Loch und bemaße es von hier nach hier mit 10 mm. Und jetzt mache ich ganz einfach lineares Muster, klicke das an und sage hier, ich möchte das um 45 Grad verdreht haben. Ich möchte 3 Löcher haben. Und ich möchte einen Abstand haben von 20 mm. Sollte passen. Nicht ganz hundertprozentig mit Garantie. Aber wenn ich jetzt hier gucke, von hier nach hier, der Abstand, der ist 11,72 mm. Also gehen wir hier nochmal rein. Und jetzt kommt ein ganz kleiner Trick. Klammer auf, 10 plus 11,72, Klammer zu, geteilt durch 2. Jetzt haben wir hier den ersten Wert.
Und den hier möchten wir genau da an derselben, also denselben Wert haben. Und dann macht sich das ganz einfach. Wenn ihr den Wert schon einmal also auf der Zeichnung schon einmal habt, dann braucht ihr, wenn ihr das Feld hier offen habt, nur nochmal auf denselben Wert drücken und dann übernimmt SolidWorks diesen Wert. Bestätigt das. Und jetzt können wir nochmal zur Kontrolle hingehen und sagen, okay, von hier nach hier haben wir 10,86 mm. Und wir gucken auch, ob das von der Seite ist. Auch 10,86 mm. Also perfekt. So. Obendrein möchte ich aber natürlich auch den Durchmesser der Bohrung bemaßen. Also sagen wir hier ein 5 mm Loch und die Sache ist erledigt. So war es schon zu früh rausgegangen aus der Zeichnung. Jetzt machen wir ganz simpel 1. Dass wir da ein Loch drin haben, nehmen wir die lineares Austragen. Und jetzt sagt er uns hier 50 mm. Das ist der Wert, was wir zum Schluss benutzt hatten. Müssen wir nicht unbedingt machen. Wir können jetzt hier auch sagen, wir wollen bloß 5 mm haben. Ja. Halt. Oh, noch mal das kurz weglöschen. 5 mm. Und dann trägt er das auch nur 5 mm aus. So. Und jetzt hätten wir dann hier die ersten 3 Bohrungen drin. Und dasselbe machen wir dann halt hier auf diesem Teil. Drehen wir uns das Teil so hin, dass wir die Fläche wieder oben haben. Jetzt wissen wir, dass die lange Seite, also ist hier hinten auf der Seite und die erste Bohrung ist hier oben. Und ich möchte jetzt die nächsten 3 Bohrungen genau so runter haben. Also machen wir wieder Skizze, Kreis, eine Bohrung rein, bemaßen die von der Kante mit 10,86. Haben wir uns gemerkt von vorhin. Bestätigen. Von der Kante mit 10,86. Bestätigen. Machen wir dann auch gleich den Durchmesser von 6 mm mit rein. 5 hatten wir gehabt. So. Und linear austragen. Diese Bohrung. Und wir wollen jetzt wieder haben 45 Grad. Da waren wir. 45 Grad. Und wir wollen haben 3 Bohrungen. Und einen Abstand von 20 mm. Bestätigen das Ganze. Gehen wir wieder auf Futures. Austragen. Haben wir die 5 mm wieder drin. Gefällt uns. Und fertig. So, jetzt haben wir quasi einen Winkel mit 6 Bohrungen drin. Jetzt müssten wir uns entscheiden. Also ich möchte jetzt noch eine Phase haben. Und jetzt wäre dann halt entscheidend die Frage, ist das ein Innenwinkel oder ein Außenwinkel? In dem Fall ist es sinnvoller, wenn das ein Innenwinkel ist. Sonst wären die Bohrungen hier ein bisschen dicht aneinander. Wenn es ein Innenwinkel wäre, dann müssten die 3 Bohrungen so rüberlaufen. Dann könnte man das wunderbar verschrauben, weil so kommen dann halt die Schrauben in Kollision. Und jetzt machen wir was ganz Simples. Hier oben unter Verrundung gibt es bei mir einen Pfeil. Da drücke ich drauf, dann kommt Phase. Ich möchte hier haben eine 3 mm Phase. Und jetzt klicke ich die Flächen an, die ich befasst haben möchte. Also nur die Kante anklicken. Wenn ihr nämlich die Fläche anklickt, dann passiert was ganz anderes. Kann ich euch bei der letzten Bohrung zeigen. Und zwar, wenn ihr aus Versehen, nehmen wir nochmal die Phase, die Fläche anklickt, dann sagt er nämlich, nö, will ich gar nicht. Und wenn ihr aus Versehen die Fläche anklickt, dann sagt er auch, nö, will ich nicht. Oder aber, ihr habt so eine kleine Phase gewählt, dass das theoretisch gehen würde. Noch zu groß? 1. Immer noch zu groß. Warum? Machen wir nochmal hier mit der Phase. Genau. Also wenn die Phase so klein ist, dann würde er dann auf beiden Seiten automatisch die Phase machen, wenn ihr die Fläche wählt. Ja, ich möchte aber halt wirklich nur auf einer Seite die Phase haben. Also wenden wir das Ganze. Und wenn ihr eine Phase vergessen habt, ist nicht so schlimm. Ihr braucht wirklich nur hier rein. Und dann habt ihr hier oben Futures bearbeiten. Und dann könnt ihr diese eine Phase nochmal nachtragen. Fertig. Wenn ihr der Meinung seid, die Phase ist zu klein oder zu groß oder der Winkel stimmt nicht, geht ihr auch hier rauf, Futures bearbeiten. Mit der rechten Maustaste kommt ihr da ohne Probleme rein. Und habt hier die Möglichkeit, ihr könnt sagen, okay, eine Länge und ein Winkel oder 2 Längen könnt ihr eintragen. Ja, wenn ihr bei 2 Längen drin seid, dann habt ihr die Möglichkeit asymmetrisch oder symmetrisch. Ja,
machen wir mal bei symmetrisch und jetzt asymmetrisch, so. Und dann ist die zweite Seite 2 mm. Jetzt zeichnet er uns dann noch die Phasen wieder rein. Dann ist der Winkel von der Bohrung komplett, also der Winkel von der Phase automatisch steifer. Ja, möchte ich aber nicht haben. Ich möchte diese Art von Bohrung haben. Bestätige das Ganze und schwuppdiwupp habe ich dort an jeder Bohrung meine Phase dran. Was jetzt auch sinnvoll ist, damit es dann halt wieder schön aussieht, wenn man die ganze Sache ein bisschen verrundet. Sprich, wenn man hier die Kanten und alles sowas. Und dann würde ich vorschlagen, mache ich die Außenkanten mit einem 5 mm Radius. So, das wäre dann die und die. Bestätige das Ganze. Und damit es noch ein bisschen schöner aussieht, gehe ich nochmal bei Verrunden rein, mache 0,5, markiere diese Fläche und ich markiere diese Fläche und ich markiere diese Fläche und schwuppdiwupp ist das komplette Bauteil ringsrum mit 0,5 mm verrundet. Der große Vorteil jetzt, wenn ihr das Teil drucken tut, dass ihr überall schöne abgerundete Kanten habt. Und falls ihr das mit dem Spachtel vom Druckbrett runterheben müsst, geht es definitiv leichter. Also es funktioniert richtig gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Weitere Videos zum Thema SolidWorks werden folgen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare, falls was ist, was man anders oder besser machen könnte. Und ciao, ciao. Bis dem nächsten